Ja, danke, dass ich hier sein kann. Danke an die Veranstalter und vor allem auch danke, dass ihr alle trotz des schlechten Wetters gekommen seid. Es macht mich eigentlich traurig, dass ich heute noch hier stehen muss. Wie schon angekündigt, ich bin stellvertretender Vorsitzender der Partei der Humanisten hier in NRW. Und als rationale und gesellschaftsliberale Partei setzen wir uns vor allem anderen auch auf das Recht der freien Entfaltung und selbstbestimmtes Leben ein. Eins unserer Kernthemen ist dabei die Säkularisierung. Religiöse Ansichten, Traditionen, das alles sind Gründe dafür, unnötigerweise die Genitalien von Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt zu verstümmeln. Diese Gründe sind jedoch nicht in unseren Augen mit einem säkularen Staat vereinbar. Und genau da hat unser Staat bisher versagt. Kinder werden heute noch immer nicht ausreichend vor der Amputation eines ihrer nun empfindungsreichsten Körperteile geschützt. Noch immer werden Kinder Operationen unterzogen, die lebenslange Schäden nach sich ziehen können. Noch immer wird das Recht auf körperliche Unversehrtheit von Kindern nicht ausreichend gewahrt. Dieses Unrecht an Kindern möchten wir nicht dulden. Es ist uns so wichtig, dass, wie gerade ja schon gesagt, wir es in unser Grundsatzprogramm festgeschrieben haben. In unserem Grundsatzprogramm heißt es dazu: Die religiöse rituelle Beschneidung Schutzbefohlener steht gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gemäß dem 2. Artikel des Grundgesetzes. Dieses Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit muss unabhängig vom Geschlecht gelten, für jedes Kind. Wir fordern daher die Ausnahmeregelung, die immer noch für männliche Neugeborene gilt, aus dem bürgerlichen Gesetzbuch zu streichen. Es ist eigentlich schade, dass wir das heute noch so sagen müssen. Wir wissen doch seit Jahren, dass dieser Eingriff schwerwiegende Folgen hat und ein Verbot gebietet eigentlich schon die Vernunft. Doch nicht nur aufgrund von Religion und Aberglaube werden Kinder heutzutage operiert. Seit kurzem gibt es das 3. Geschlecht, welches in die Geburtsurkunde eingetragen werden kann. Im Gesetz dazu steht: Kann das Kind weder männlichem noch weiblichen Geschlechtes zugeordnet werden, so ist der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe oder mit der Angabe divers zu verzeichnen. Dieses Recht wurde bisher bei 3 Neugeborenen in Deutschland in Anspruch genommen. Das klingt erstmal gut, das ist ein guter Fortschritt, aber es sind immer noch viel zu wenig Kinder, die davon profitieren. Man muss sich vor Augen halten, dass etwa 1 von 4.500 Neugeborenen ohne ein eindeutiges Geschlecht geboren wird. Es gibt immer noch viele Vorurteile gegen das 3. Geschlecht, gegen das diverse Geschlecht. Es gibt Missverständnisse und es gibt eben Abneigung, Ablehnung, die daraus resultiert. Aus diesem Grund treffen Eltern auch immer öfter die Entscheidung, ihr Kind einer unnötigen, geschlechtsanpassenden Operation zu unterziehen, auch wenn dies nicht nötig ist, als dass sie es nicht tun. Lebenslange psychische und physische Probleme können die Folge sein. Das Geschlecht muss immer mit dem, was die Person sich selbst zuordnet, übereinstimmen. Es muss bewusst getroffen werden, welchem Geschlecht man sich zuordnet. Und diese Operation, dieser Eingriff muss bewusst stattfinden. Ich hoffe sehr, dass wir hier bald nicht mehr stehen müssen. Aber bis es soweit ist, müssen wir den Kindern, die nicht für sich selbst sprechen können, eine Stimme geben. Und dafür danke ich euch allen, die hier sind.